Wusstest du, dass du mit nur 1500 Wörtern 90% der deutschen Alltagssprache verstehen kannst? Dieses Video ist Teil der Comprehensible Input Serie, wo wir genau diese 1500 Wörter lernen. Und wenn du ganz neu hier bist, hi, ich bin Lari und gemeinsam lernen wir hier auf diesem Kanal Deutsch auf ganz natürliche Art und Weise. Ich genieße einen gemütlichen Tag. Das Sofa ist gemütlich und mein Tag ist sehr entspannt, denn heute habe ich nichts vor. Ich lese ein Buch und trinke Kaffee. Danke an all die Kaffeesupporter. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und ich kuschle mit Taco. Ich streichle Taco und ich kuschle mit meinem Hund. Hast du das gehört? Es hat an der Tür geklingelt. Ich gehe zur Tür. Oh wow, guck mal. Eine Einladung. Ich habe eine Einladung bekommen. Eine Einladung wofür? Was für eine Überraschung. Ich öffne die Einladung. Liebe Lari und Familie, wir laden euch herzlich zur Geburtstagsfeier von Timmy, 5 Jahre, und Papa Andreas, 37 Jahre ein. Wann? Heute. Wo? Bei uns zu Hause. Uhrzeit 13 Uhr. Wir freuen uns auf euer Kommen. Viele Grüße, Geburtstagskinder und Familie. Wann findet die Geburtstagsfeier statt? Heute. Und um wie viel Uhr? Wann findet die Geburtstagsfeier statt? Um 13 Uhr. Wie spät ist es? Die Uhr. Jetzt ist es 5 nach 12, also 12:05 Uhr. Wir haben also nur noch eine Stunde Zeit. Eigentlich nicht einmal eine Stunde, sondern weniger als eine Stunde. Wir müssen uns also beeilen. Wir brauchen Geburtstagsgeschenke und müssen uns umziehen. Zum Glück aber bin ich vorbereitet. Denn die Geschenke habe ich schon besorgt. Taco, die Geschenke sind nicht für dich. Ich brauche Geschenkpapier. Ich habe 2 Rollen Geschenkpapier. Geburtstagskarten. Ich habe 2 Geburtstagskarten. Eine Geburtstagskarte für Timmy und eine für Papa Andreas. Dann die Geschenke. Ein T-Shirt und einen Jogginganzug. Und Süßigkeiten. Natürlich Haribo. Aber nicht die süßen Haribo, sondern saure Haribo. Und fürs Einpacken brauchen wir Klebeband und
Natürlich auch eine Schere. Los geht's! Damit es heute ein bisschen schneller geht, nehme ich einen Schluck Kaffee. Und los geht's. Welches Geschenkpapier verwenden wir für Timmy? Dieses hier, das blaue oder das weiße? Guck mal, das blaue Geschenkpapier hat viele Marienkäfer. Der Marienkäfer. Marienkäfer bringen Glück. Marienkäfer sind Glücksbringer. Und hier auf dem weißen Geschenkpapier sind viele verschiedene Tiere drauf. Aber auch ein Kaktus, die Kakteen. Es gibt aber auch ein paar Geburtstagsmotive, wie die bunten Luftballons. Ein gelber Luftballon, ein grüner Luftballon und ein roter Luftballon. Und dann gibt es hier auch Geschenke. Das gelbe Geschenk, das rote Geschenk und das grüne Geschenk. Was siehst du noch auf diesem Geschenkpapier? Soll ich für Timmy das weiße oder das blaue Geschenkpapier verwenden? Okay. Ich rolle das Geschenkpapier aus. Also die Rolle und ich rolle das Papier aus. Ich schneide ein Stück Geschenkpapier ab. Ui. Ich habe das Geschenkpapier nicht gerade abgeschnitten, sondern etwas schief. Und jetzt packe ich das Geschenk ein. Einpacken. Dafür brauche ich ein Stück Tesa. Der Tesa oder das Klebeband. Und guck mal, das Klebeband ist transparent. Es ist durchsichtig. Ich kann also durchsehen. Durchsichtig. Ich schneide ein Stück Tesa ab. Abschneiden. Und klebe es auf das Geschenkpapier. Guck mal, der Tesa klebt auf dem Papier und hält das Papier zusammen. Und guck mal, ich falte das Papier. Ich falte das Geschenkpapier und klebe es zusammen. Diese Seite ist fertig. Und diese Seite auch. Das erste Geschenk ist eingepackt. So, jetzt bist du dran. Was mache ich? Genau, ich rolle das Geschenkpapier aus. Und was ist das? Genau, die Schere. Das ist eine Schere. Und was mache ich mit der Schere? Genau, ich schneide. Und jetzt schneide ich ein Stück Geschenkpapier ab. Abschneiden. Jetzt lege ich das T-Shirt
auf das Geschenkpapier. Ach, ich habe die Gummibären vergessen. Ich lege die Gummibären auf das T-Shirt und packe das Geschenk ein. Also was mache ich? Einpacken. Genau, ich packe das Geschenk ein. Das Geschenkpapier ist ein bisschen zu groß, also schneide ich noch ein kleines Stück ab. Und was ist das? Genau, das ist ein Klebeband. Man sagt dazu auch Tesa. Tesa ist eigentlich die Marke. Wie Haribo eine Marke ist, so ist Tesa auch der Name einer Marke. Und was mache ich jetzt? Genau, ich schneide ein Stück Tesa ab oder ich schneide ein Stück Klebeband ab. Und jetzt klebe ich das Geschenkpapier zusammen. Und jetzt, genau, ich falte die Enden. Also das hier ist ein Ende und das hier ist das andere Ende. Und ich falte die Enden und ich packe so das Geschenk ein. Und guck mal, das Klebeband klebt hier am Tisch. Und jetzt ziehe ich es ab. Abziehen. Und schon sind beide Geschenke eingepackt. Wie spät ist es? Es ist 1:05. Was fehlt denn jetzt noch? Genau, die Geburtstagskarten. Ich habe 2 Geburtstagskarten und ich muss die Geburtstagskarte schreiben. Was brauche ich, um die Karte zu schreiben? Genau, einen Stift. Ich muss also einen Stift holen. So, der Stift. Das hier ist ein Kugelschreiber. Der Kugelschreiber. Und jetzt schreibe ich meine Glückwünsche, meine Wünsche in die Karte. Wollen wir diese Karte oder diese Karte für Timmy nehmen? Okay. Ich habe ein kleines Gedicht geschrieben. Wir wünschen dir ein Strahlen in den Augen, ein Lächeln im Gesicht und dass du nie vergisst, dass du etwas ganz Besonderes bist. Alles Gute zum 4. Geburtstag, lieber Timmy. Die erste Karte ist fertig. Die zweite wird jetzt geschrieben. Die Geburtstagskarten sind geschrieben. Das hier ist übrigens eine Karte, eine Glückwunschkarte. Und das hier ist der Umschlag oder das Kuvert, das Briefkuvert oder der Briefumschlag. Ich stecke die Karte in den Umschlag und verschließe den Umschlag.
Die Geschenke sind fertig, aber so kann ich nicht auf eine Geburtstagsparty. Also ziehe ich mich jetzt um. Jetzt bin ich bereit für die Geburtstagsfeier. Die Feier oder die Geburtstagsparty. Wir feiern den Geburtstag von Timmy und Andreas. Wir haben es geschafft, denn guck mal, es ist jetzt 10 vor 1. Also trinke ich noch schnell meinen Kaffee aus. Die Geschenke sind eingepackt. Die Geburtstagskarten sind geschrieben. Also ziehe ich jetzt Jacke und Schuhe an, mache mich auf den Weg, damit ich nicht zu spät komme. Ich komme jetzt noch pünktlich. Ich hoffe, dass du viele neue Wörter gelernt hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss!